haben. Now, I want to talk a little bit about preparing. Nun möchte ich ein wenig über das Zubereiten sprechen. And I want to turn to 2 Peter chapter 3. Und da schlage ich auf 2. Petrus Kapitel 3, which is mainly concerned with the coming of Jesus. und dort lesen wir hauptsächlich von der Wiederkunft Jesu. And in verse 11 of chapter 3, Und in Vers 11 von Kapitel 3, Peter has been describing about all the destruction that would take place when the Lord comes. Petrus hat all die ganze Zerstörung beschrieben bei der Wiederkunft des Herrn. And then he says, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Und dann schreibt er, da dies alles so aufgelöst wird, wie sehr müsst ihr euch bewähren in Erweisungen von heiligem Wandel und Frömmigkeit. So Peter says we need to be prepared by holy conduct and godliness. Petrus sagt uns also, dass wir uns in heiligem Wandel und Frömmigkeit vorbereiten müssen. That's the shining linen that we have to put on. Das ist das leuchtende Linnen, das wir anziehen müssen. And in the passage that Ruth and I quoted from 1 John chapter 3, Und in der Stelle, die Ruth und ich ja aus 1. Johannes Kapitel 3 zitiert haben, John speaks about the coming of the Lord, da spricht Johannes von dem Kommen des Herrn, and he says we will all be changed. und er sagt, wir werden alle verwandelt werden. Because when we see him, we will become like him. Denn wenn wir ihn sehen, werden wir sein, wie er ist. But then he adds a word of warning. Aber dann gibt er uns ein Wort der Warnung. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he, Jesus, is pure. Jeder, der diese Hoffnung in sich trägt, reinigt sich selbst, genauso wie er, Jesus, rein ist. What is the proof that you really are hoping for the coming of the Lord? Was ist der Beweis dafür, dass du wirklich auf die Wiederkunft des Herrn hoffst? It's not what you say. Es ist nicht das, was du sagst, It's are you purifying yourself? sondern bist du selber dabei, dich zu reinigen? Are you seeking in every way that God has made possible to become more and more pure? Trachtest du auf jede nur Gott mögliche Art und Weise rein zu werden? And God has only one standard of purity, Und Gott hat nur einen Maßstab der Reinheit, just as he, Jesus, is pure. so wie er, Jesus, rein ist. Now, I don't want to bring anybody under condemnation Ich möchte nun niemand unter Verdammnis bringen, except those who are lazy außer diejenigen, die faul sind and not taking God seriously, und Gott nicht wirklich ernst nehmen, simply assuming it'll be all right. die einfach nur annehmen, ach, das wird schon alles in Ordnung gehen. After all, 5 years ago I got saved, Nach allem, vor 5 Jahren habe ich mich ja mal and I've bekehrt been going to church every week since then. und seit dieser Zeit bin ich ja jede Woche zur Kirche gegangen. That's not what God will ask you. Danach wird Gott dich nicht fragen. He will ask you, have you been purifying yourself? Er wird dich fragen, hast du dich immer wieder gereinigt? That's the practical evidence that you really are expecting the coming of the Lord. Das ist doch der praktische Beweis dafür, dass du wirklich die Wiederkunft des Herrn erwartest. Lots of people talk about it, but they're doing nothing about it. Viele Menschen reden davon, aber sie tun nichts darüber. And then in 2 Peter chapter 3 and verse 12, Und in dann 2. Petrus 3, Vers 12 Peter goes on and talks about two different activities. spricht Petrus von 2 weiteren Aktivitäten. Just the first part of the verse. Im ersten Teil des Verses, Looking for and hastening the coming of the day of God. indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Beschleunigt. Does that Yes. mean to make it come Yes. quickly? Yeah. Good. All Yes. right. So there are two things that we need to be doing. So gibt es 2 Dinge, die wir tun sollen. First of all, looking for the coming of the Lord. Erst einmal, dass wir Ausschau halten nach dem Kommen des Herrn. There are various different passages of the New Testament that speak about this. Verschiedene neutestamentliche Stellen reden davon. In Titus chapter 2, In Titus Kapitel 2
verses 11 through 13. Verse 11 bis 13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient, indem sie uns dazu erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben in der jetzigen Welt und warten auf die selige Hoffnung und auf die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und des Heilandes Christus Jesus. Have you noticed that the word gnade or grace teaches? Habt ihr bemerkt, dass erziehen, is it? yes, dass die Gnade hier uns erzieht? Grace teaches. Gnade erzieht. We have to be teachable to be in the grace of God. Wir müssen belehrbar sein, um in der Gnade Gottes zu leben. We have to be willing to learn. Wir müssen bereit sein zu lernen. Some Christians have the attitude that grace is just, it doesn't matter what we do. Manche Christen meinen, ja Gnade, naja, dann spielt es ja keine Rolle, was wir machen. It's all free. Es ist alles umsonst. It is free, but it teaches. Aber sie ist umsonst, aber sie erzieht. You don't have to pay for the lessons, Du musst nichts für die Gebühren dieser Lektionen zahlen, but you need to learn them. aber du musst sie lernen. What does it teach us? Und was lehrt uns die Gnade? It teaches both negative and positive. Sie lehrt beides, Positives und Negatives. In verse 12, In Vers 11, that we should deny ungodliness and worldly lusts. dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. In English, the word deny means to say no to something. Im Englischen deny bedeutet, dass wir no, also Nein sagen zu So etwas. we have to say no to worldliness and ungodly lust. Wir müssen dieser Weltlichkeit und diesen gottlosen Begierden ein Nein geben. I think one word that is essential for everybody who wants to get to heaven is the word no. Ich glaube, ein Wort, das für alle sehr wichtig sein wird, die zum Himmel kommen wollen, ist das Wort Nein. We have to say no to a lot of things. Wir müssen gegenüber vielen Dingen ein Nein sagen. We cannot compromise with them. Wir können keine Kompromisse mit diesen We Sachen cannot eingehen. tolerate them. Wir können sie nicht dulden. We cannot excuse them. Wir können sie nicht entschuldigen. We simply have to say no. Wir müssen einfach Nein dazu sagen. And then we come to the positive. Und dann kommen wir zum In Positiven the second half of verse 12, in der zweiten Hälfte von Vers 12. that we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Dass wir besonnen und gerecht und fromm in der jetzigen Welt leben. So the grace of God directs us to a certain lifestyle, Die Gnade Gottes führt uns also zu einem bestimmten which Lebensstil. is not for the next age, Und dieser Lebensstil gilt nicht für das nächste but for Zeitalter, the present age. sondern für das gegenwärtige. And the lifestyle is described Und der Lebensstil wird beschrieben as sober, als righteous, besonnen, and godly. gerecht und fromm. What's the word sober? Besonnen. Ja, it's a good word. It's a good word, is it? I don't know. You see, Yes. the Lord told Ruth and me that we had to learn to be sober. Der Herr hat mich und Ruth gelehrt, dass wir sehr besonnen, nüchtern sein müssen. For instance, we could not exaggerate. Zum Beispiel, dass wir niemals etwas übertreiben sollen. We couldn't say more than the truth. Wir konnten nicht mehr als die Wahrheit sagen. And one thing he warned us of was don't be too enthusiastic about people. Und er hat uns vor einem gewarnt, seid nicht zu enthusiastisch, was Menschen angeht, Because they may disappoint you. denn sie mögen dich auch enttäuschen. And you are not helping them by putting them too high. Und du hilfst ihnen nicht, wenn du sie zu hoch stellst. God told us we had to be, I can't give you the German word, circumspect. Gott hat uns gesagt, wir sollen wirklich Well, that circumspect means looking all around. dass wir wirklich umsichtig sein sollen.
You've got to be careful about what you get involved in, Du musst vorsichtig sein, in was du dich einlässt. about the people you're associated with. Auch mit den Menschen, mit denen zu denen du dich gesellst. All of that is part of being sober. Das Ganze bedeutet, in dieser Besonnenheit, Nüchternheit zu leben. And I find a lot of Christians